Ja, meine Eltern, die waren froh, die waren begeistert. Aber das Umfeld auf dem Dorf, die sprachen dann von brotloser Kunst und hey, schau mal lieber Muhrmann werden, also Maurer werden oder irgendeinen Handwerksberuf lernen. Ich heiße Peter Fröse, bin Kupferstecher. Der künstlerische Kupferstich ist heute eine Seltenheit. Mit einem stählernen Miniaturmeißel, dem Stichel, bearbeitet Peter Fröse die Kupferplättchen. An einer Kupferplatte sitze ich ungefähr 200 bis 300 Stunden. Dann kommt natürlich noch die Druckzeit dazu. Ich drucke in Auflagen von 100, in einigen Fällen 150 Drucken. Peter Fröse gehört zu den wenigen Kupferstechern in Deutschland, die diese etwa 500 Jahre alte Kunst noch beherrschen. Ich wusste nie recht, was ich machen sollte, habe aber immer gern gezeichnet, in der Schule schon. Dann kam der Berufsberater und als der Lehrer ihm das erzählte, der Fröse, der zeichnet gerne, dann meinte der Lehrer, ja dann lern doch Graveur in einer Yachtwaffenfabrik. Und ich war so unbedarft, dass ich nachfragen musste, was ist eigentlich Graveur? Ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Und ich muss sagen, ich hatte dann die schönste Lehre, die man sich vorstellen kann. Also habe da das Gravieren mit dem Stichel gelernt. Mit der Genauigkeit von Millimeterbruchteilen muss er dennoch in seinem Hauptberuf im grafischen Gewerbe arbeiten. In einer Verpackungsmittelfabrik bei Darmstadt korrigiert er Kupferwalzen, mit denen Deckel für Joghurtbecher oder Suppentüten gedruckt werden. 1978, 79 habe ich die Arbeit in Druckereien hingeschmissen und habe dann als freier Kupferstecher gearbeitet. Als ich meine erste Ausstellung hatte, das war in Darmstadt in einer Galerie, da hatte ich lediglich 8 Motive fertig. Heute habe ich gut 250 Motive geschafft. Da sind natürlich die ganzen Auftragsarbeiten mit inbegriffen. Das sind rund 200 Stiche, die im Kopf entstanden sind. Große Erwartungen habe ich nie in diese Sache gehabt. Ich war aber so begeistert und besessen von dieser Sache, dass ich manchmal bis Mitternacht gearbeitet habe. An einigen Tagen nur Kaffee getrunken und geraucht. Ich war da so drin in der Sache, dass ich überhaupt nicht an Strafe und so weiter gedacht habe. Das ist, man kann sagen, das ist meine Lebensaufgabe gewesen oder meine Passion gewesen. Du hast deine normale hochglanzpolierte Kupferplatte, normales Baukupfer, das wäre zu weich, das würde zu sehr beim Auswischen und beim Drucken und so weiter, würden die feinen Linien leiden. Und aus dem Grunde ist dieses Kupfer speziell gehärtet, also das heißt vorher vor dem Polieren gewalzt und gehämmert. Und dann hat man den sogenannten Stichel, das ist das Werkzeug,
Mit dem gräbst du, das heißt ja auch bei einigen Sticheln der sogenannte Grabstichel. Und da gräbst du, hebst Span für Span aus und gräbst deine Linien rein, natürlich seitenverkehrt, weil es ja im Druck nachher wieder richtig erscheinen muss. Es gibt ja in der grafischen Technik 3 verschiedene Arten, den Tiefdruck, den Flachdruck und den Hochdruck. Und der Kupferstich fällt unter Tiefdruck, also ein sogenanntes Tiefdruckverfahren. Das heißt, alles, was tiefer liegt, druckt dann. Das geschieht mittels einer Handpresse. Das ist die sogenannte Sternpresse. Der Dürer lebte ja Ende des 14. Jahrhunderts bis 1529 und er hat diese Technik immer mehr verfeinert und er ist in meinen Augen einer der größten Kupferstecher überhaupt, die existiert haben. Man kennt ja diese Motive oder einige Ritter Tod und Teufel oder Hieronymus in der Zelle und so weiter, also seine mitbekanntesten Werke. 1880, da hat ein Franzose entdeckt, dass man limitierte Auflagen macht. Das heißt eine bestimmte Auflagenhöhe. Das gab es früher nicht. Da hat man ja bis ins Unendliche gestochen, hat die Platten auch teilweise nachgearbeitet, wenn die gelitten hatten. Meine jüngste Tochter, die heißt Lisa, da habe ich mal einen Stich gemacht, Brief an Lisa, da habe ich dann einen Teil meiner Werke drin verewigt, Welkende Blätter und so weiter, meine Lieblingsbücher. Klar, die Zigarette auch. Und Aschenbecher. Von diesem Stich habe ich nur 60 Exemplare angefertigt. Man hätte da noch mehr drucken können, aber das Brillante des Stiches war auf den ersten Drucken am besten zu sehen. Aber heute, durch das Härten des Kupfers, halten diese Stiche also spielerisch auch 100 oder 200 Drucke durch. Jeder ist ja anders geartet. Ich meine, ich will das nicht unterschätzen, wenn einer einen gröberen Stich hat. Aber mich hat immer gereizt, auf kleinstem Raum Sachen zu verewigen. Ich habe das auch gehabt, dass Leute mich anriefen, Tage oder Wochen später, und sagen, Herr Früse, ich habe das alles nochmal mit der Lupe angesehen und habe da das entdeckt und das entdeckt und das. Die haben sich dann gewundert, dass man sowas überhaupt auf so kleinem Raum schaffen kann. Aber unter der Lupe sieht natürlich, was die Arbeit angeht, alles viel größer aus. Dann ist das auch keine Schwierigkeit, wenn man es gelernt hat. Als Vorbild habe ich mir die alten, speziell die alten Holländer genommen, die ja damals auch schon jeden Baum und jedes Haus bis ins kleinste Detail wiedergegeben haben. Ja, da gibt es ja so viele, ne? Mhm. Ja. Diese feinen Linien und das Filigrane und wie er das umsetzt, das begeistert mich auch. Also das ist so weich und fließend und ja. Oder auf Deutsch gesagt, sie wollte schon immer einen großen, breitschultrigen Mann. Ja. Ja.
Und natürlich auch der Humor. Ne? Dieser Humor, der hat mich immer sehr begeistert. Und die friesische Coolness. Ne? Friesische Coolness. Kuchen essen. Coolness. Coolness. Ja. Also Langeweile hatte ich an und für sich nie. Und dass man zum Kupferstich die Ruhe braucht, ist auch selbstverständlich, sonst würde man es ja nicht betreiben können. Man sitzt ja an einem Stich, sagen wir mal Postkartengröße, da sitzt man ja 4 bis 6 Wochen dran. Ich nehme an, das habe ich von meinem Vater geerbt. Er war auch ein ziemlich wortkarger Mensch und hat dann auch in der Nachkriegszeit über Stunden oder Tage mit seinem Werkzeug, was er hatte, Pinzette, kleinste Schraubenzieher über seinen Ohren, hing er mit der Lupe und hat versucht zu reparieren und so weiter. Ich nehme an, dass ich das davon geerbt habe. Er war auch ziemlich ausgeglichen. Einige auch bekannte Maler, hauptsächlich im süddeutschen Raum, die sprachen mich an und haben gesagt, Peter, kannst du mir mal einen Stichel geben, eine Kupferplatte? Und die wollten es dann auch mal probieren, haben mir dann aber das Werkzeug nach einer Woche wieder zurückgebracht und haben gesagt, damit kann ich nichts anfangen. Die wollten mehr auf Schnelligkeit arbeiten, nehme ich an. Früher, als ich noch im süddeutschen Raum in Darmstadt lebte, ich hatte immer so eine Sehnsucht da unten auch, immer nach dem Norden. Hab mir damals schon gesagt, wenn du mal älter wirst, dann möchtest du gerne mal wieder im Norden leben. Bei einigen Stichen sieht man das auch mal. Ich hatte mir das immer so vorgestellt, als ich wieder in Darmstadt war, ja, hier oben, da tobt ein wüster nordischer Himmel. Hab dann auch bei einigen Stichen, zum Beispiel der Stich Hallig-Gröde, den Himmel so überladen, dass mir das heute alles so unwirklich vorkommt. Am wohlsten fühle ich mich noch hier in Nordfriesland. Habe hier jetzt meine jetzige Bekannte kennengelernt und ist für mich der schönste Ort. Mit Bergen und so weiter kann ich nicht viel anfangen. Früher war ich noch ein bisschen flexibler, bin dann ab und an zum Deich rausgefahren, ans Meer gefahren und mich fasziniert eben dieses platte Land, sag ich mal, die weite Ebene. Schön war es an allen Orten. Aber am wohlsten fühle ich mich doch noch hier oben in Nordfriesland. Mhm. Möchtest du mein Messer auch machen? Nee, bin soweit fertig. Mhm. Eigentlich ist das ja so, als wenn man sich schon ewig gekannt hat. Also da gibt es gar kein... Ich meine, das ist ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Ja. Ja, sie hat dann ja auch jahrelang auf Sylt in Kaidum in einer Galerie, war sie ja die führende Kraft und hat ja auch viel Wissen über die alten Meister und so weiter oder über die klassische Moderne. Und das war auch ihr ganzer Lebensinhalt. Ich sag mal ganz grob, weil ich so ein bisschen Nuschelpeter bin, achtet auch sehr darauf, dass so ein bisschen Korrektheit existiert. Früher dachte ich immer, ich kann ohne Stechen nicht mehr leben. Und vor 3, 4 Jahren, weil ich ja seit dem 50. Lebensjahr etwa
Musik machen, Mundharmonika. Habe dann auch in vielen Amateurbands mitgespielt und habe mich in letzter Zeit dann fast nur auf die Musik konzentriert. Heute, was die Nacht angeht, schnappe ich mir jeden Abend, wenn Silvia im Bett liegt oder schlafen geht, 2 Türen liegen dazwischen, dass ich dann noch immer bis um 1 oder halb 2 oder 2 Uhr Mundharmonika übe. Und meine große Leidenschaft ist ja die Bluesmusik. Und das ist so, also man kann sagen, mehr Nachteulenmäßig. Tell me, darling, oh, tell me soon, you're my darling, oh, you're my sweetheart, my heart beats up. Ja, ich bezeichne das, was mich selbst angeht, nicht als Singen, das ist ja mehr ein Gegrummel. Aber dieser ganze Blues und dieses Ruhige bei 4 Stücken, und das hat mich immer so begeistert. Und ich sage immer, Gott sei Dank, ich kann kein perfektes Englisch. Inhaltlich gesehen, wenn man das übersetzen würde, ist ja das Gleiche, ich sag mal, wie die deutschen Schlager. Helene Fischer, Liebe am Deich und so weiter, Sonnenuntergang und fröhlich sein. Und darum sage ich immer, Gott sei Dank, man versteht die englischen Texte nicht so ganz. Blue, blue water, oh silver moon, oh tell me darling, oh tell me soon, you're my darling, you're my sweetheart. My heart desire. Von den Schlachthüger, die Mutter, die kam dann für unser erstes Konzert, kam sie an. Die hat ja früher schon von Band die Stücken gehört, wo ich auch gesungen habe. Und dann hat Knut gesagt, da ist Peter Fröse. Und dann hat die Mutter gesagt, was du siehst an Peter Fröse, du wärst ganz erstaunt. Ich dachte, da steht so ein 2-Meter-Mann vor mir. Und dann steht da so ein Lütten hin. Genau so. Das wäre ähnlich ein Studioprojekt. Und Peter hat eben die Idee mit Jimmy Reed. Ja, ja. Jimmy Reed ist auch genommen, wieso ich überhaupt für die Mundharmonika gekommen bin. Weil Jimmy Reed, er war ein guter Gitarrist, hat auch gute Songs geschrieben. Und er war aber unter den eigenen Kollegen verschrien als schlechter Mundharmonikaspieler. Und er hat gesagt, dann kannst du nicht viel verkehrt machen. Genau. Und so bin ich dann für die Mundharmonika gekommen. Genau. Das wäre Saisonekti oder wäre das noch, Peter? Ja, als ich anfing zu üben, das wäre so Saisonekti. Genau. Die sind ja auch bald 25 Jahre her. 25 Jahre her. Ja, das ist ja schon Aber ab und zu höre ich den immer noch mal reden und gefällt mir immer noch ganz gut.
Wir haben jetzt einen Geschichtsverein hier im Bredstedt, ein kleines Museum. Und da haben die dann extra auch ein Frösezimmer eingerichtet. Die fragten mich damals, ob sie was kriegen könnten. Arbeitsgerät, die kleine Druckmaschine, die große steht noch im Atelier. Und das habe ich denen allen zur Verfügung gestellt. Und dann ist wenigstens, bleibt noch eine kleine Erinnerung erhalten. Ich denke, dass heute auch noch maximal 10, 12 Kupferstecher allgemein leben, also im europäischen Raum. Wenn wir so Ausstellungen hatten, da waren wir meist immer nur 12 Leute. Es mag ein oder anderen Verstecken noch geben, von dem man nichts weiß oder der das für sich betreibt, das weiß ich nicht. Liebhaber gibt es immer noch, die die alte Kunst des Kupferstiches schätzen. Aber was die Technik des Kupferstichs angeht, da sehe ich die Lage eher pessimistisch. Früher war das ja ein Lehrberuf, aber heute, ich weiß nicht, wenn alles übersättigt ist, wie das momentan der Fall ist, dass die Leute vielleicht nochmal zurückgehen aufs Natürliche, aufs Handwerkliche oder aufs Können, sage ich mal.